Verbrauchermagazin ARD Ratgeber Technik aus Hamburg bringt heute wieder viele wichtige Adressen. Legen Sie also bitte Papier und Bleistift bereit, wenn Sie sich für eines der folgenden Themen interessieren. Erstens Fußbodenheizungen im Test. Zweitens Ärger mit der Teppichreinigung. Drittens was taugen Alarmanlagen. Und viertens gefährliche Kinderspielplätze und die Alternativen. Durch die Sendung führen Hanni van Heiden und Bernd Leptin. Guten Tag, meine Damen und Herren. Der nächste Winter kommt bestimmt. Aber mögen Sie heute schon dran denken? Nun, wer noch eine neue Heizungsanlage installieren will, der sollte jetzt die Ärmel aufkrempeln, sich zumindest aber über das richtige System informieren. Radiatoren oder Fußbodenheizung? Diese Frage konnten wir Ihnen vor 4 Jahren noch leicht beantworten. Damals herrschte gerade Panik in der Heizungsbranche, weil bei Fußbodenheizungen mit Kunststoffrohren Sauerstoff durch den Kunststoff ins Wasser eindrang. In den Metallteilen der Anlagen kam es teils zu erheblicher Korrosion und Rostschlamm beeinträchtigte die Funktion. Wer den Fußboden aufreißen und neue Rohre verlegen ließ, musste 300 bis 400 Mark pro Quadratmeter zahlen. Solche Dramen finden bei neueren Fußbodenheizungen nicht mehr statt. Es gibt jetzt Kunststoffrohre, die zusätzlich mit Kunststoff oder Alufolie luftdicht ummantelt sind. Rostschlamm. In die Kunststoffrohre eindringender Sauerstoff hatte ihn verursacht. Um die Kunststoffrohre abzudichten, entwickelte die Industrie mit Aluminium ummantelte oder wie hier mit Aluminium ausgekleidete Rohre. Doch bei Erwärmung und Abkühlung bringt die verschiedene Ausdehnung von Alu und Kunststoff manchmal Probleme. Den hinteren Prüfling hat es zerrissen. Ebenfalls neu sind diese mit einer Kunststofffolie ummantelten Kunststoffrohre. Sie lassen bei guter Qualität keinen Sauerstoff mehr in das Heizungssystem. Unser Versuch im Dortmunder Materialprüfungsamt des Landes Nordrhein-Westfalen zeigt das deutlich. Wir haben ein Rohr der alten Generation an die Messgeräte angeschlossen. Nachdem das Wasser 1 Stunde lang im Rohr gestanden hat, wird das Sauerstoffmessgerät eingeschaltet. Der Schreiber registriert, dass dieses Heizungsrohr aus Kunststoff relativ viel Sauerstoff durchlässt. Das bedeutet Rostgefahr im System. Nun ist das neue Rohr angeschlossen. Sauerstoffmesser und Schreiber registrieren, dass keine, zumindest keine messbare Sauerstoffdiffusion stattfindet. Das Rohr ist dicht. Der Heizungsbauer muss kaum noch Reklamationen wegen Materialmängeln befürchten. Wer den neuen Rohren immer noch nicht traut, der kann sich einen Wärmetauscher einbauen lassen. Dann sind Kessel und Leitungssystem voneinander getrennt und Korrosion kann überhaupt nicht mehr stattfinden. Die alte Zentralheizung mit Radiatoren ist immer noch am billigsten. Allerdings stehen die Heizkörper in der Wohnung und nehmen Stellflächen in Anspruch oder stören das Auge. Eine Fußbodenheizung dagegen schränkt die Raumgestaltung nicht ein. Angenehm und behaglich ist der Fußboden bei einer Temperatur von 20 bis 26 Grad Celsius. Temperaturen von über 29 Grad werden schon als unangenehm empfunden. Sie sind auch nach dem gültigen DIN-Entwurf nicht mehr zulässig. Das hat den Nachteil, dass eine Fußbodenheizung pro Quadratmeter nur eine Wärmeleistung von 80 bis 90 Watt bringen kann und das reicht nur bei gut gedämmten Häusern aus. Die Fußbodenheizung hat den Vorteil, dass sie Energie sparen kann. Sie kommt unter Umständen mit einem Niedertemperatursystem aus, das nur Heizwassertemperaturen von 40 bis 45 Grad liefern muss. Danach sollte auch die Heizung ausgelegt sein. Niedrige Temperatur des Heizwassers hält Leitungsverluste und Kesselverluste niedrig. Richtig gespart wird jedoch nur, wenn ein Kessel mit gleitender Regelung für die niedrige Vorheiztemperatur eingerichtet und möglichst eine Wärmepumpe genutzt werden kann. Dieses Nebelexperiment der Universität Stuttgart zeigt, dass mit einem Heizkörper Wärmeverluste an Außenwänden oder Fenstern gut abgewehrt werden können.
Der Heizkörper lässt die kalte Luft gar nicht erst in den Raum fallen. Er erwärmt sie und sorgt damit für den Auftrieb und die Verteilung im Raum. Die Fußbodenheizung hat hier zunächst eine Schwäche. Bei ihr fällt die Kälte ins Zimmer und die kalte Luft zieht über den Boden bis in den Raum hinein, um sich dort erst zu erwärmen und aufzusteigen. Erst wenn der Kreislauf geschlossen ist, wird's richtig behaglich. Doch nur bei schlecht isolierten Fenstern dürfte das Probleme geben. Zusätzliche kleine Heizkörper im Schacht vor den Fenstern können den Wärmekreislauf im Zimmer nicht gerade umkehren, aber beeinflussen. Die vom Fenster einfallende kalte Luft wird so erwärmt, dass kalte Strömungen über dem Boden nicht mehr entstehen. Fußbodenheizungen hat auch die Stiftung Warentest untersucht. Die Ergebnisse sind im Testheft Juli veröffentlicht. 7 Systeme wurden geprüft, darunter die 3 Marktführer: Velta Fußbodenheizung, TA Golf Vario und Polytherm. Sie beherrschen rund 3/4 des Marktes. Fast 60 kleinere Anbieter teilen sich das restliche Viertel. Die Fußbodenheizung sollte als Energiesparsystem mit Wassertemperaturen zwischen 50 und 55 Grad auskommen, um eine ausreichende Wärmeleistung von 80 Watt pro Quadratmeter zu bringen. Die beste unter den Getesteten, die TA Golf Vario, schafft diese Leistung mit 40 Grad warmem Wasser. Die Deria Kombi Kompakt muss, um diese Leistung zu erreichen, auf 68 Grad vorheizen. Das ist schon keine Niedertemperaturheizung mehr. Deshalb wurde das System in diesem Punkt als mangelhaft bewertet. Ebenfalls mangelhaft ist bei der Deria die Anheizdauer von über 2,5 Stunden. Das schafft die TA Golf Vario in 1 Stunde und alle übrigen in gut 2 Stunden. Im Test schnitten 3 Systeme zufriedenstellend und 4 gut ab. Die träge Fußbodenheizung ist schwer regelbar. So muss beispielsweise die Nachtabsenkung zum Sparen am Abend ebenso um Stunden früher beginnen wie die erneute Aufheizung am Morgen. Doch dann wirkt sich die Fußbodenheizung auch angenehm aus, weil es beispielsweise Freude macht, auch auf Fliesen barfuß zu laufen. Alle Systeme wurden im Raumklima als gut empfunden. Und die Trägheit der Fußbodenheizung gegenüber einer Radiatorenheizung machte sich bei guter Wärmedämmung von Außenwänden oder Fenstern kaum noch bemerkbar. Für mögliche spätere Schadensfälle ist das Nassverlegen im Estrich risikoreich, aber der Estrich überträgt die Wärme sehr gut. Trocken verlegte Systeme brauchen eine deutlich höhere Heiztemperatur. Im Schadensfall ist die Behebung bei dem Trockensystem aber ebenso aufwendig wie bei Nasssystemen. Diese Probleme kann man mit der neuen Wärmematte vermeiden. Sie ist nur noch 3,7 cm hoch und als Kunststoffmatte konstruiert, die von Röhrchen durchzogen ist. Ein Fließmodell zeigt, wie die Matte funktioniert. Sie spricht auf die Steuerung schneller an als Kunststoffrohre und soll im Sommer auch als Raumkühlung dienen können. Die geringe Bauhöhe macht die Wärmematte auch für die Altbausanierung interessant und im Schadensfall ist dieses System einfach zu handhaben. Das System der Wärmematte hat nur einen Nachteil: es ist das teuerste aller Fußbodenheizsysteme. Und die Konkurrenz schläft nicht. Diese Firma hat Kupferrohre statt in 3,5 cm dickes Styropor in 2,5 cm dickes Polyurethan versenkt. Wenn man diese Konstruktion mit 2 mm Metallplatten zur Wärmeverteilung abdeckt, so hat diese Heizung nur eine Bauhöhe von 2,7 cm. Sie ist dann noch um 1 cm niedriger als die Wärmematte. Dieser Klimaboden von Rehau und Velta muss also nicht mehr in den Estrich eingegossen werden. Da kommen einfach dünne Metallplatten als Wärmeverteiler und Trittschutz drüber. Leider war das System noch nicht im Test. Auch nicht dieses Flachsystem von Joko mit den Kupferrohren.
Auch sie müssen nur mit Metallplatten abgedeckt werden. Bei beiden Systemen sollte man vorher genau prüfen, ob die Teppichböden die hohen Wärmeübergänge der Metallplatten auch aushalten. Die Preise für die verschiedenen Systeme schwanken sehr stark, je nach Region, Wettbewerb und verwendetem Material. Etwa 35.000 Mark kostet die Heizungsinstallation mit den neuen Welter Rehau Wärmematten beim 150 Quadratmeter Haus. Rund 30.000 Mark wären es beim Joko Flachsystem mit den Kupferrohren. So viel kostet etwa auch ein Kupferrohrsystem unterm Estrich. Und für Kunststoffrohre im Estrich müssen Sie etwa 24.000 bis 29.000 Mark rechnen. Billiger wird's, wenn Sie Kunststoffrohre und Heizung als Bausatz selbst verlegen, nämlich 16.000 bis 19.000 Mark. Doch für 16.000 bis 19.000 Mark baut Ihnen der Handwerker im Allgemeinen auch schon die altbekannten Radiatoren ein. Wenn Ihnen Handwerker die Fußbodenheizung unter 24.000 Mark anbieten, ist Misstrauen angebracht. Da kann der allgemein übliche Rohrabstand von höchstens 30 Zentimetern weit überschritten sein. Oder eine Wärmebedarfsrechnung fehlt einfach. Jeder Heizungsmonteur muss im Übrigen berücksichtigen, dass in Häusern, die vor 1977 gebaut wurden, die Wärmedämmung für die Fußbodenheizung oft nicht ausreicht. Und er muss berechnen, dass Parkett und Teppichboden wesentlich weniger Wärme durchlassen als Fliesen. Zurück zu den Testergebnissen. Diese 3 Systeme schnitten insgesamt zufriedenstellend ab. Und diese 4, ein Kupfer- und 3 Kunststoffsysteme, wurden gut beurteilt. Darunter TA Golf Vario und Welter mit den zusätzlichen Sauerstoffsperren. Weitere Einzelheiten finden Sie im Testheft Juli. Wir bleiben noch ein wenig auf dem Teppich. So sauber, dass man davon essen kann, ist kein Teppichboden zu halten. Doch nun gibt es die in der Werbung hochgelobte Sauberfaser, die keinen Tropfen Rotwein mehr eindringen lassen soll. Nun, tatsächlich, man bekommt wirklich den Fleck sehr gut raus. Man darf den Wein nur nicht aus Tischhöhe draufkippen, wie wir das vorhin gemacht haben, dann dringt nämlich der Wein doch ein. Sinn hat die Sauberfaser laut Test eigentlich nur bei hellen Teppichböden, um die normale Anschmutzung zu verzögern und um die Reinigung etwas zu erleichtern. Mit der Zeit wird die Schutzschicht allerdings abgelaufen oder durch Reinigungsmittel beseitigt. Und dann müssen sie doch ran, wie bei allen Teppichböden. Mit Lappen und Reinigungsspray oder mit der Champoniermaschine, die man auch leihen kann. Oder mit dem Sprühextraktionsgerät, wie es das Teppichreinigungsgewerbe benutzt. An Reinigungsfirmen zahlt man pro Quadratmeter meist zwischen 5 und 10 Mark und die sichern sich gegen Schäden an der Auslegware oft auch noch mit Haftungsausschluss ab. Eine Untersuchung vor einigen Jahren ergab denn auch, dass deren Kunden zu 1/3 mit dem Ergebnis unzufrieden waren. Also doch gleich einen neuen Teppichboden kaufen? Rund 9-mal um die Erdkugel legen könnte man die Teppichbodenrollen, die bislang bei uns verkauft worden sind. Und es wird unermüdlich weiter produziert. Knapp 100 Hersteller bieten bei 50.000 Händlern rund 2.500 verschiedene Qualitäten an. Klar, dass der Verbraucher vor dieser Fülle ziemlich hilflos steht. Zwar gibt es das Teppichsiegel der Europäischen Teppichgemeinschaft, das bestimmte Mindestqualität garantiert, mit Hinweisen auf unterschiedliche Eignungsbereiche, doch nur knapp 50 Hersteller haben sich dieser Prüfgemeinschaft angeschlossen. Und was man vergeblich sucht, ist eine verbindliche Pflegekennzeichnung, auch bei den Teppichböden, die das Teppichsiegel tragen. Immerhin, Broschüren mit verwertbaren Pflegehinweisen werden von einigen Herstellern kostenlos oder gegen geringe Schutzgebühr verteilt. Über 90% aller Teppichböden bestehen aus Kunstfasern, vorwiegend aus strapazierfähigem Polyamid. Und das meiste ist sogenannte Tufting-Ware. Dabei werden endlos lange Garnfäden in ein Trägergeflecht eingestochen und es entstehen zahllose, dicht nebeneinander liegende Schlingen. Die zunächst lose sitzenden Schlingen werden nun durch einen sogenannten Vorstrich im Trägermaterial quasi fest eingeklebt. Darauf kommt noch eine Rückenbeschichtung, meist aus Latexschaum.
Liegen die Schlingen ungleichmäßig und locker nebeneinander und kann man das Trägermaterial von oben fühlen oder gar sehen, wird der Teppichboden nicht lange halten. Die Rückenbeschichtung sollte aus ca. 3 mm dickem feinem Schaum bestehen, der nicht brechen darf, wenn man den Teppich knickt, und der sich, drückt man ihn kräftig ein, sofort wieder erholen muss. Der Schaumrücken darf sich natürlich auch nicht ablösen oder abrubbeln lassen, wie hier. Und drückt ein Stuhlbein zum Beispiel in die Velouroberfläche, müssen sich die Fasern von allein wieder aufrichten. Aber auch der beste Teppichboden leidet, wenn er nicht regelmäßig gereinigt wird. Feiner, scharfkantiger Schmutz sinkt nämlich in den Flor ein und kann mit der Zeit die Teppichfasern schädigen. Ein elektrischer Bürstsauger entfernt den Schmutz am gründlichsten. Ausnahme: Langflor- und Hochflor-Velourteppiche vertragen das Bürstsaugen nicht. Flecken, die ja nicht nur durch angesäuselte Zeche entstehen können, sollte man möglichst sofort entfernen, ehe sie eintrocknen können. Oft genügt warmes Wasser. Dabei nie ausreiben, sondern mit einem saugfähigen Tuch nur abtupfen. Zu einem Fleckentferner muss man nur bei hartnäckigen Flecken greifen. Dabei das Mittel möglichst nicht direkt auf den Teppich geben, sondern es mit einem getränkten Lappen versuchen. Und zunächst wieder nur abtupfen, nicht reiben. Besonders bei Teppichböden mit hellen, empfindlichen Farben zeigen sich, trotz sorgfältiger Pflege mit der Zeit, Spuren unterschiedlicher Beanspruchung. Eine sogenannte Zwischenreinigung wird fällig. Die verschiedensten Produkte werden für diesen Zweck angeboten. Glaubt man dieser Werbung, ist endlich das Idealmittel gefunden. Saporpulver auf Ihren schon gesaugten Teppichboden einbürsten, wirken lassen. Einen neuen Staubbeutel und nochmal saugen. Hier der Beweis. Saporpulver schafft sogar den Tiefenschmutz. Saporpulver, der Teppich-Tiefenreiniger, dringt tief ein, macht tief rein. Reinigungspulver ist zwar bequem in der Anwendung, der Teppich bleibt weitgehend trocken, man kann ihn auch während der Einwirkungszeit benutzen und eine farbauffrischende Wirkung wird in der Regel auch erzielt, doch eine Tiefenwirkung, wie in der Werbung versprochen, ist mit Reinigungspulvern nicht möglich. Wie uns das Teppichforschungsinstitut in Aachen bestätigte, auch mit Saporpulver nicht. Schaumsprays sind ähnlich bequem in der Anwendung und ähnlich oberflächlich in der Wirkung und sie eignen sich auch nur für kleinere Flächen. Vorsicht! Das Treibmittel in den Schaumsprays ist zwar ungiftig und umweltfreundlich, aber brennbar, wie die Stiftung Warentest bei allen geprüften Produkten feststellte. Dritte Möglichkeit, die Champoniermittel. Hierbei wird in speziellen Champoniergeräten, die im Prinzip alle ähnlich arbeiten, aus Shampoo-Konzentrat und Wasser Schaum erzeugt und in den Teppichflor eingebürstet. Der Schaum soll Schmutz im Flor lösen und binden. Wichtig beim Champonieren: der Schaum darf nicht zu feucht sein. Naturfasern im Teppichboden vertragen nämlich unter Umständen die Feuchtigkeit nicht. Ein Beispiel. Dieser Teppichboden mit Juterücken, glatt und mit gerader Schnittkante, ist dort, wo wir ihn nass gemacht haben, eingelaufen und wellig geworden. Weitere Nachteile des Champonierens: schmutzabweisende oder Antistatik-Imprägnierungen gehen durch Champonieren mit der Zeit verloren. Reste des Mittels bleiben trotz gründlichem Bürstsaugen immer im Teppich zurück und nicht zuletzt deswegen nimmt der Teppich schneller wieder Schmutz an. Wie gut sich das Champoniermittel, das Sie verwenden wollen, später wieder heraussaugen lässt, können Sie testen, indem Sie etwas Konzentrat mit Schmutz vermengt auf einer Glasplatte trocknen lassen. Bleibt eine solch schmierige Masse übrig, sollten Sie das Mittel besser nicht verwenden. Gut dagegen, wenn die getrockneten Reste so leicht zerbröseln. Gewerbliche Teppichreiniger bieten für Teppichböden, die Feuchtigkeit vertragen, eine ganz besondere Reinigungsmethode an. Die sogenannte Sprühextraktion. Aus feinen Düsen wird mit hohem Druck warmes Wasser, dem normalerweise auch ein Reinigungsmittel zugesetzt ist, in den Teppich gesprüht und anschließend gleich wieder herausgesaugt. Auf diese Weise ist tatsächlich eine Tiefenreinigung möglich, und zwar besonders schonend und gründlich.
Voraussetzung allerdings, der Teppichboden muss, wie gesagt, Feuchtigkeit vertragen. Und ist er zu schmutzig, muss er unter Umständen trotzdem vorher schamponiert werden. Mit einem solchen Leihgerät kann man die Sprühextraktion seit einiger Zeit auch im Do-it-yourself-Verfahren versuchen. Der Teppichboden wurde rechts gründlich schamponiert und abgesaugt. Wie viel Schmutz trotzdem noch herauskommt, wenn man ihn mit diesem Leihgerät sprühextrahiert, wollen wir sehen. Etwas Übung und man kommt mit dem Gerät schnell zurecht. Und jetzt das Ergebnis. Das abgesaugte Wasser zeigt deutlich, der schamponierte Teppich war nur oberflächlich sauber, denn die Sprühextraktion hat noch reichlich Schmutz herausgewaschen. Selbst bei einem 14 Jahre alten hellen Velourboden hatten wir durch Kombination beider Geräte noch Erfolg. Der Schamponierer reinigte die Oberfläche besser, das Sprühextraktionsgerät holte auch tiefer sitzende Flecken und Schatten raus. Oft waren jedoch mehrere Anläufe und größere Mengen Reinigungsmittel nötig, als vom Hersteller versprochen. Leihgebühr für Champoniergeräte oft nur ein paar Mark, für die Sprühextraktionsgeräte 20 bis 36 Mark pro Tag. Bevor Ihr Teppichboden jedoch einläuft oder Wolkenmuster bildet, sollten Sie immer einen Teppichrest in Wasser und Reinigungsmittel testen. Und Sie sollten sich unter dieser Adresse gegen Voreinsendung von 1 Mark in Briefmarken diese beiden Broschüren der Europäischen Teppichgemeinschaft schicken lassen. Bei der gleichen Quelle gibt es auch für 6 Mark in Briefmarken diese Broschüre über das richtige Verlegen von Teppichböden, was für die Reinigung schließlich auch von Bedeutung ist. Urlaubszeit, die Zeit für erfolgreiche Einbrüche. Da versuchen viele, ihr Hab und Gut durch Alarmanlagen zu schützen. Schön, wenn sie funktionieren. Schlecht, wenn sie sich von jedermann mit einem Handgriff außer Betrieb setzen lassen. Manchmal funktionieren sie auch zu gut. Nils Hannemann, der unseren Film realisiert hat, weiß ein Klagelied davon zu singen. Als ihn seine Alarmanlage zum 5. Mal umsonst aus dem Schlaf riss, hat er sie aus dem Verkehr gezogen. Eine teure Villa in ruhiger Gegend. Hier hofft ein Einbrecher auf schnelle, reiche Beute. Doch die einladende Kellertür ist an eine Alarmanlage angeschlossen, was er nicht wusste, und so bleibt ihm kaum Zeit, größeren Schaden anzurichten. Denn der von ihm ausgelöste Alarm wird von Nachbarn gehört, die sofort die Polizei informieren. Die Polizei kommt zügig vorgefahren und wird den Täter, falls er nicht rechtzeitig das Weite gesucht hat, wohl auch schnappen. Das wäre der Idealfall. Doch die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Meist kommt die Polizei vergeblich, weil ein Fehlalarm sie rief. Überwiegend aufgrund technischer Störungen. Oder die Polizei kommt gar nicht, weil die Nachbarn den Alarm nicht mehr ernst nahmen. Oder aber die Alarmanlage selbst versagt. Dabei machen es Errichter von Alarmanlagen den Ganoven mitunter ganz besonders leicht, ein Haus trotz Alarmanlage zu knacken. Eine zu tief hängende Sirene wird einfach nur mit Bauschaum vollgesprüht und schon ist eine 20.000 Mark teure Alarmanlage außer Betrieb. Dennoch, sichtbare Glasbruchmelder wie hier oder solche blinkenden Infrarot-Bewegungsmelder können abschreckend wirken. Und stabile Kellertüren mit zusätzlichen Magnetkontakten an Tür und Türrahmen gelten als sehr sicher. Wichtig dabei, dass an der Zentrale der Alarmanlage zu sehen ist, an welcher Stelle gerade versucht wird, in das Haus einzubrechen. Dem Schutz im Raum dient der Infrarotmelder. Innerhalb seines Streubereichs registriert er die Körpertemperatur eines Eindringlings und gibt sofort Alarm. Ein anderes Infrarotsystem arbeitet wie eine Lichtschranke. Nur ist hier für den Täter überhaupt nichts zu sehen. Welche Anlage in Frage kommt, hängt vom Einzelfall ab. Genaue Kenntnis der Schwachstellen eines Hauses sind entscheidend für die richtige Wahl. Besser als manche Alarmanlagenhersteller helfen hier die Kripo-Beratungsstellen. In den Prospekten der Hersteller wird viel versprochen, doch über Schwachpunkte und Störanfälligkeit natürlich nur ungenügend Auskunft gegeben.
und längst nicht jedes Gerät erfüllt überhaupt seinen angepriesenen Zweck. Der Verband der Sachversicherungen testet regelmäßig Alarmanlagen wie hier. Nur Anlagen, die diese Tests bestehen, sind als Objektschutz geeignet. Auch das Innenleben von Alarmzentralen wird bei diesen Tests genau überprüft, mit teilweise überraschenden Ergebnissen. So reicht oftmals bereits eine elektrostatische Entladung, um einen Fehlalarm auszulösen. Und statische Entladungen kommen im Haushalt täglich sehr oft vor. Man kann sich ausmalen, was das an Nerven kostet. Auch das Einstellen von Infrarot-Bewegungsmeldern auf die richtige Sensibilität ist oft eine Wissenschaft für sich, an der sich selbst erfahrene Techniker die Zähne ausbeißen können. Eine nicht fachgerechte Montage und Einstellung löst mitunter sogar schon dann Alarm aus, wenn der vierbeinige Liebling durch die Wohnung huscht. Folge: Man schmeißt die Anlage am liebsten auf den Müll. Alte, alleinstehende Leute sind oftmals dankbare Opfer für redegewandte Betrüger. Guten Tag, wir kommen von der Behörde. Wir wollten gerne einmal Ihre Rentenunterlagen überprüfen. Ist das vielleicht möglich? Dürfen wir Ja, kommen Sie mal rein. Dankeschön. Bitte schön. Es hat geklappt. Und für die alte Dame gibt's kaum mehr ein Mittel, sich gegen Betrug und Trickdiebstahl zu wehren. Doch sie fühlt sich sicher. Schmuck und Geld sind im Schlafzimmer versteckt und dort steht ja eine Alarmanlage, speziell für diesen Zweck empfohlen, die ihr jeden unbefugten Schlafzimmerbesuch sogleich melden soll. Und so wird sie auch jetzt nicht misstrauisch. Entschuldigen Sie, dürfte ich mal zu Ihrer Toilette Ja, gehen? bitte schön. Wo finde ich die denn? Hier links und dann geradeaus. Dankeschön. Das kann ich also gerne mal machen. Wir können das Es kommt wie erwartet. Die Toilette war ein Vorwand, Ziel ist das Schlafzimmer. Und auf der Kommode steht auch der Bewegungsmelder als Lautsprecher getarnt. Er wird die Bewegung auch gleich melden. Doch was hilft's? Zwar wird die alte Dame gleich wissen, dass sie bestohlen wird, doch was kann sie schon tun, ohne sich in noch größere Gefahr zu bringen? Sinnvoll dagegen ein Erschütterungsmelder für Keller- oder Bodentüren. Jeder Versuch, die Tür gewaltsam zu öffnen, löst eine Sirene aus. Ihr Ton erreicht fast die Schmerzgrenze und das Gerät ist recht sabotagesicher. Ganz neu die elektronische Brieftaschensicherung. Eine flache Magnetplatte wird in die Brieftasche gesteckt. In der Jackentasche ist ein Gegenkontakt befestigt. Kommen nun beide Kontakte zusammen, ist das Gerät eingeschaltet. Wird die Brieftasche nun angehoben, geht der Kontakt verloren und das Gerät gibt Alarm. Ob dieser Schutz gegen Taschendiebe sich auch im praktischen Einsatz bewährt, hat ein Kripo-Beamter für uns getestet. Er spielt den perfekten Taschendieb. Ja, Entschuldigung, wie komme ich zur Steinstraße? Die hier drüben ist die. Was machen die denn damit? Immerhin funktioniert das Gerät. Ähnlich arbeitet die Koffersicherung. Der Sender wird eingeschaltet und so in den Koffer gelegt, dass er sich nicht durch Hin- und Herrutschen ausschalten kann. Der Empfänger wird ebenfalls eingeschaltet und in die Jackentasche gesteckt. Entfernt man sich nun mehr als 3 Meter vom Koffer, soll das Gerät Alarm geben. Im Bahnhofsgewühl tummeln sich oft auch Ganoven, die nur darauf warten, jede Unachtsamkeit sofort auszunutzen. Schönen guten Tag, ich hätte gern ein Ticket nach Bremen. Wann fährt denn der Zug und wie teuer ist es? Einfache Fahrt. Dabei steht der Koffer quasi herrenlos hinter unserem Geschäftsmann. Und der hat mehr seinen Termin in Bremen als den Koffer im Kopf. Wenn Sie sich beeilen, kriegen Sie den Zug in 15 Oh Gott, Minuten. ja, da muss ich mich aber beeilen. Und schon hat er den Koffer völlig vergessen. Ohne den warnenden Alarmton wäre der Koffer wohl verloren gewesen. Gegen gewaltsamen Diebstahl helfen Alarmanlagen oft allerdings gar nicht, wie folgendes Beispiel einer unsinnigen Fahrradalarmanlage zeigt. Hätte der Fahrradbesitzer eine stabilere Kette gekauft, wäre der Dieb wohl erfolglos geblieben. So zeigt die lächerliche Alarmanlage durch ihr Piepen nur an, dass das Fahrrad geklaut worden ist. Doch das hätte der Besitzer wohl auch so gemerkt. Dass auch seriöse Schlosshersteller sowohl gute und stabile als auch mangelhafte Fahrradschlösser anbieten, können Sie übrigens im Testheft 684 nachlesen. Wie sieht es eigentlich bei den Autoalarmanlagen aus, die jetzt immer häufiger eingebaut werden?
Nun, viele reagieren schon auf unbedeutende Erschütterungen von außen, wie sie spielende Kinder zum Beispiel verursachen können. Und auch hier schreckt jeder Fehlalarm nicht nur die Autobesitzer, sondern gleich die ganze Nachbarschaft auf. Nun gibt es auch Autos mit Funkalarm. Und wenn es nicht gerade so eine automatisch ausfahrbare Antenne ist, die den Einbrecher stutzig macht, bekommt nur der Autobesitzer über den Empfänger im Haus den Alarm mit. Doch Vorsicht! Noch nicht alle Funkanlagen sind von der Post zugelassen. Auch Funkalarmanlagen zur Hausabsicherung und Systeme, die das hauseigene Stromkabelnetz als Meldeleitung nutzen, müssen den Vorschriften der Post und der Elektrizitätswerke entsprechen. Sonst kann man ihnen den Alarm stilllegen. Nach Ansicht der Kripo-Beratungsstellen und des Verbandes der Sachversicherer sind diese Systeme ohnehin zu störanfällig. Sie empfehlen, wenn mechanische Sicherungen nicht ausreichen, ausschließlich Alarmanlagen mit eigenem Kabelnetz. Der VDS, der Verband der Sachversicherer, schickt Ihnen auf Wunsch eine Liste aller VDS-geprüften Alarmanlagen und aller Firmen, die solche Anlagen auch sachgerecht installieren können. Ansonsten holen Sie sich bitte immer Informationen bei einer der 120 Kripo-Beratungsstellen, bevor Sie sich eine Alarmanlage installieren lassen. So, und nun du? Ganz schön langweilig, ne? Kann man wohl sagen. Tja, unser Spielplatz hier ist eben öde und einfallslos, wie die meisten in deutschen Landen. Da haben Kinder bald vom ewig gleichen Buddeln, Rutschen oder Schaukeln die Nase voll und wissen nichts mehr mit sich anzufangen. Nachzulesen auch in diesem Buch, das Professor Georg Schottmeyer 1977 im Auftrag des Bundesfamilienministers erarbeitet hat. Patrick hier, der sich sehr für gute Spielplätze interessiert, wird die Beiträge zur kindorientierten Gestaltung der Wohnumwelt wohl kaum verstehen. Und die, die sie verstehen könnten und lesen müssten, die Stadtplaner, Gartenbaubeamten, Gerätehersteller und die Wohnungsbaumanager, sie alle hat dieses Buch offenbar nie interessiert. Sonst müssten Spielplätze heute anders aussehen. Auch wir beklagten schon 1977 die Situation auf den Spielplätzen und warnten vor allem vor gefährlichen technischen Mängeln. Seither haben Scharen von Experten neue Sicherheitsnormen erarbeitet. Doch als wir jetzt 96 Spielplätze in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen unter die Lupe nahmen, hatten immer noch mehr als die Hälfte Sicherheitsmängel. Und 1/3 der Plätze war in einem unverantwortlich unsicheren Zustand. Der Hauptgrund: Wartungsmängel. Obwohl mancherorts 2 Kontrollen pro Woche vorgeschrieben sind, lassen sich meist wochenlang keine Kontrolleure sehen. Nun versuchen die Verantwortlichen immer wieder durch solche Schilder ihren Haftungsverpflichtungen zu entgehen. Doch die einseitige Erklärung, wir haften nicht bei Unfällen, ist rechtlich ohne Bedeutung. Dazu müsste vorm Betreten des Geländes ein juristisch unanfechtbarer Vertrag mit den Kindern abgeschlossen werden. Und das geht mit Minderjährigen natürlich nicht. Für Unfallfolgen durch Spielplatzmängel muss der Betreiber des Platzes also gerade stehen. Doch bevor es zu Unfällen kommt, sollten Sie sich schnellstens beschweren, wenn Sie einen Spielplatz in Ihrer Nachbarschaft sehen, wie die, die wir gefunden haben. I know we've come a long way. We're changing day to day. Tell me, where do the children play? Da laufen sie, voller Tatendrang, und nichts hält sie auf. Nicht mal ein Gitter am Spielplatzausgang. Und das ist heute oft das grausige Ergebnis. So gefährlich wie die Lage der Spielplätze sind oft auch die Spielplätze selbst. Immer noch gibt es die Rutschen mit herausragenden Betonsockeln. Wer da unten angekommen nach hinten kippt, kann sich arg verletzen. Auch dieses scharfkantige Rutschenende entspricht nicht der Sicherheitsnorm und kann zu Verletzungen an Nacken, Rückgrat und Kopf führen. Und dieses leicht gekrümmte Ende der Rutsche ist auch nicht mehr zulässig.
Nach DIN müssen die Auslaufenden im Winkel von mindestens 100 Grad sanft nach hinten gebogen sein oder bei senkrechtem Blech, wie hier, bis zum Untergrund hinunterreichen. Die Sicherheit fängt schon mit dem Aufstieg und mit dem Einsitzbereich an. Der soll gerade verlaufen und die Möglichkeit bieten, sich gefahrlos auf die Rutschfläche zu setzen. Bei unzulässigem Buckel fällt man entweder gleich auf die 4 Buchstaben oder man schießt vornüber. Zudem müssten hier die Seitenteile geschlossen sein. Die Hand auf die Handläufe zu legen, ist bei einigen Rutschen sehr riskant. Wer es doch tut, rammt sich Splitter oder, wie hier, Eisenbolzen ins Fleisch. Zudem kann man diese Rutsche nur mit akrobatischer Leistung erreichen. Eine Standplattform fehlt ganz. Und wer hier gar in schneller Schussfahrt hinabgleitet, endet fast unversehens auf hartem Stein. Der hier lose liegende Sand ist reine Dekoration. Schaukeln, eine Lieblingsbeschäftigung von Kindern. Wer sich dieser Schaukel ahnungslos anvertraut, wird bald unangenehme Erfahrungen machen. Die Haltestange hängt an Schraubverbindungen, die sich nach kurzer Zeit lösen. Das Gewicht wird dann nur noch von einer Schraube getragen. Die alten, splitternden Holzschaukeln wurden meist ersetzt. Doch der Gummibruch ist kaum besser. Gefahren auch bei Einpunktschaukeln. Rutscht ein Kind ab, wird es der zu tief hängende Reifen durch den Sand schleifen. Und selbst so weit zurückstehende Stützpfähle wie hier können für Kinder leicht zu einem Prellbock werden. Also weg von der gefährlichen Schaukel hin zu den neueren Holzspielgeräten. Auch Türme, Burgen und Hängebrücken sind nur interessant, solange der Reiz des Neuen vorhanden ist. Der kindlichen Kreativität lassen sie wenig Raum und sicher sind auch sie nur bei sachgerechter, ständiger Wartung. Geschieht das nicht oder nur nachlässig, sieht's bald aus wie überall. Herausgerissene Bretter, morsches Holz, diverse herausstehende, rostige Nägel, verwahrloste Plätze. Tell me, where do the children play? Wohlgemerkt, kein Versehen der Gerätehersteller, sondern nur eine Frage der Wartung. Gefahrenquellen gibt es aber auch bei gewarteten Geräten. Für Tagträumer mit kleinen Schuhgrößen kann der Marsch über die Brücke schon in den Anfängen stecken bleiben. Noch immer gibt's Turnstangen aus rissigem Holz. Wenn schon keine Rohre aus rostfreiem Stahl, sollte wenigstens Hartholz wie Eiche oder Esche verwendet werden. Und dann der Müll. Papier, Konservendosen, Glasscherben finden sich in vielen Sandkisten. Der Sand wird meist nur alle 1 bis 2 Jahre gewechselt und in vielen Anlagen sind Hunde häufiger anzutreffen als Kinder. Doch nicht nur der Dreck verleidet das Sandspiel. Eltern müssen auch noch aufpassen, dass ihre Kinder am Sandkastenrand nicht aufgespießt werden. Herausstehende Eisenstäbe sind bei Sandkisten keine Seltenheit. Da in den meisten Fällen auch der Plattenrand beschädigt ist, wird zumindest bei den Verletzungsmöglichkeiten Vielfalt geboten. Und wird sowas mal entdeckt, bessert man es auch noch schlampig aus. Schlampige Wartung auch bei den Bänken, die im Sitzbereich oft total zerstört sind. Röhren voller Dreck, sodass sich keiner durchzukrabbeln traut. Davor Bauschuttreste. Wer beim Spiel das Gleichgewicht verliert und mit dem Fuß abrutscht, landet unversehens auf harten Steinbrocken. Stacheldrahtzäune wurden weitgehend durch normale Drahtzäune ersetzt. Aber solche Spielplatzbegrenzungen sind auch nicht ideal. Obwohl sie nicht spitz zulaufen, stellen sie doch eine Verletzungsgefahr dar. Genau wie diese spitz zulaufenden Eisenpfähle. Und mancherorts kann man sich auch im losen Eisengeflecht eines Bauzauns aufspießen.
offener Ausgang zur Rollschuh-Radrennbahn. Trifft man sich hier im Spieleifer, zieht einer den kürzeren. Noch immer stehen Spielgeräte auf dem von manchen geliebten, bald pflegeleichten Asphalt. In vielen Fällen aber wurden Fallschutzplatten unter den Geräten ausgelegt. Doch auch sie sind umstritten wegen besonderer Verletzungsgefahr bei schrägem Aufprall. Und durch das starke Rückprallverhalten können selbst kleine Steinchen beim Sturz tief in den Körper eindringen. Bei älteren Platten hat man außerdem Quecksilber nachgewiesen, das durch die poröse Oberfläche mit der Zeit vom Regen ausgewaschen werden kann. Ungefährlicher und sogar billiger wären da Fallschutzflächen aus gewöhnlichem Sand oder aus Rindenschnitzeln. Ein Spielplatzbesuch kann also zum kleinen Abenteuer werden. Angefangen vom Überqueren der Straße bis zum Spielen auf dem Platz mit all seinen Tücken. Wie wäre es dann gleich mit einem Abenteuerspielplatz? Hier sieht es zwar nicht so ordentlich aus und mutet sogar etwas gefährlich an, jeder Platz hat aber eine Aufsichtsperson, die mit Rat und Tat zur Seite steht. Hier lernen Kinder, Gefahr richtig einzuschätzen und können ihrer Kreativität beim Sägen, Hämmern und Buddeln freien Lauf lassen. So gefährlich es auch aussehen mag, wenn die Jüngsten mit dem Fuchsschwanz hantieren, mehr Unfälle als auf herkömmlichen Plätzen gibt es hier auch nicht. Was findest du denn so toll hier dran? Dass man so schön hier bauen kann. Aber nicht nur bauen kann man hier, sondern auch den richtigen Umgang mit Feuer lernen. Heimliches Kokeln wird dann uninteressant und ein wenig Lagerfeuerromantik wird gleich mitgeliefert. Ein Platz, der zu alledem nicht die Trostlosigkeit zeigt, wie die meisten herkömmlichen Spielplätze. Oder glauben Sie, dass Ihr Kind hier lieber spielen möchte? Tell me, where do the children play? Untersuchungen in verschiedenen Städten zeigten, dass 70–80% der Kinder die herkömmlichen Spielplätze als langweilig ansahen und lieber auf den Straßen spielten. Nur auf unseren Straßen sterben mehr Kinder als in allen Nachbarländern. Von 100.000 verunglücken jährlich 9 Kinder tödlich. In Italien oder Schweden dagegen nur 4. Ein Grund mehr, Autorennpisten wieder in Wohn- und Spielstraßen zurückzuverwandeln. Bürger, die ihre Gemeindeverwaltung überzeugen wollen, können den ADAC um Unterstützung bitten. Der ADAC verzaubert mit künstlichen Bäumen, Büschen, Bänken, Sandkästen und Begrenzungselementen ihre Straße für ein paar Tage versuchsweise in eine verkehrsberuhigte Zone. Und wenn es gefällt, kann mit dem Umbau ernst gemacht werden. Auch Kinderschutzbund, Kinderhilfswerk und der Verband Hamburger Spielplatzinitiativen bieten Hilfe an. Bei allen 3 Institutionen können Sie Informationsmaterial sowie Listen von lesenswerten Büchern anfordern, die sich mit Spielplatzsicherheit, mit Ideen für neue Spielplatzformen oder Ratschlägen für jene beschäftigen, die gemeinsam einen Abenteuerspielplatz durchsetzen möchten. Versorgt mit den richtigen Argumenten müsste es Ihnen dann zumindest gelingen, die Verwaltung zu weniger gefährlichen Spielplätzen zu zwingen. Verlangen Sie doch einfach mal, dass zum Beispiel Giftpflanzen wie Goldregen oder Eibe vom Spielplatz entfernt werden und regen Sie vielleicht an, dass stattdessen Kirsch- oder Apfelbäume als Freudenspender für die Kinder gepflanzt werden. Viel Erfolg! Den nächsten Ratgeber Technik bringen wir erst am 2. September. Bis dann, auf Wiedersehen. Am kommenden Sonntag fällt die Ratgebersendung wegen des wimmelnden Tennisturniers aus. In 2 Wochen geht's dann wieder beim Südwestfunk weiter mit dem Ratgeber Essen und Trinken Thema Unser täglich Brot.